Carolina Flores hatte viele Follower und jeder von ihnen glaubte zu wissen, wie ihr Alltag aussah. Doch niemand wusste, was sich tatsächlich in ihrem Leben abspielte. Am 15. April, nur wenige Stunden vor den verhängnisvollen Ereignissen, startete Carolina einen Livestream. Sie lächelte und räumte Spielzeug im Kinderzimmer auf. Doch aufmerksame Zuschauer bemerkten später ein seltsames Detail. Im Spiegel hinter ihr war kurz die Silhouette einer Frau in dunkler Kleidung zu sehen, die regungslos hinter Carolina stand. Als die Polizei ihre Wohnung betrat, erwartete sie Spuren eines Einbruchs. Stattdessen fanden die Polizeibeamten Carolina Flores, eine ehemalige Schönheitskönigin, deren Gesicht einst die Titelseiten zahlreicher Hochglanzmagazine zierte, regungslos auf einem Designerteppich liegend vor. Doch das Seltsamste war nicht das Verbrechen selbst, sondern das, was auf dem Küchentisch zurückgeblieben war. 2 Tassen und eine sorgfältig gefaltete Serviette mit Lippenstiftspuren, die nicht von Carolina stammten. Die Ermittler waren nicht vom Verbrechen selbst überrascht, sondern von der perfekten Ordnung am Tatort. Keine Spuren eines Kampfes, keine zerbrochene Vase, nur ein leerer Stuhl am Kopfende des Tisches und ein Brief in der Küche. Heute beleuchten wir die Umstände eines aufsehenerregenden Falls in Mexiko, der sich im Jahr 2026 ereignete und das ganze Land erschütterte. Carolina Flores wurde am 4. April 1999 in Ensenada im Bundesstaat Baja California in Mexiko geboren. Die Stadt liegt unweit von Tijuana. Ihre Eltern waren Mexikaner. Carolina war das älteste Kind der Familie, wuchs in einer Großstadt auf und war bereits während ihrer Schulzeit attraktiv und beliebt, besonders in den oberen Klassen. Schon als Kind achtete Carolina sehr auf ihr Äußeres. Sie war stilbewusst und stand dank ihres Aussehens und ihrer Ausstrahlung oft im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Später beschloss sie, ihre äußeren Vorzüge für eine Modelkarriere zu nutzen. Mit 17 Jahren begann Carolina an Schönheitswettbewerben teilzunehmen. Im Jahr 2017 feierte sie ihren ersten großen Erfolg, als sie zur Miss Baja California in der Altersklasse 18 bis 20 Jahre gekrönt wurde. Dank dieses Titels durfte sie ihren Bundesstaat auf nationaler Ebene vertreten, was sie mit großer Freude tat. Carolina betrieb außerdem einen erfolgreichen Blog über Mode und Lifestyle, der immer mehr Leser gewann. Gleichzeitig wollte sie sich nicht auf einen einzigen Bereich beschränken. Nach ihrem Schulabschluss begann sie ein Studium an der Fakultät für Chemie. Ihr Leben war vielseitig und abwechslungsreich. Neben ihrem Studium und ihrer Tätigkeit in der Beauty- und Modebranche führte Carolina auch eine Beziehung mit einem jungen Mann namens Alejandro. Ihre Zielstrebigkeit, ihr Ehrgeiz und ihr starker Charakter wurden im Januar 2022 auf eine harte Probe gestellt. Ihr Vater, Jorge Flores, kam ums Leben. Jorge war ein wohlhabender Mann und besuchte häufig Spielcasinos. Während eines Besuchs bei seiner Tochter beschloss er, eines dieser Casinos aufzusuchen. Aus unbekannten Gründen wurde ihm jedoch der Zutritt verweigert. Trotzdem versuchte er während der Feiertage mehrfach, unbemerkt vom Sicherheitspersonal hineinzugelangen. Schließlich kam es zu einem Konflikt. 3 kräftige Männer überwältigten Jorge. Er überlebte den Vorfall nicht. Nach Aussagen mehrerer Augenzeugen drückten die Männer ihn zu Boden und fixierten ihn mit einem Knie. Jorge wiederholte mehrfach, dass er keine Luft bekomme, bevor er schließlich das Bewusstsein verlor. Dennoch ließen die Sicherheitskräfte nicht von ihm ab und hielten ihn weiter fest, bis er starb. Die eintreffenden Polizeibeamten und Sanitäter konnten nichts mehr für ihn tun. Sein Tod war ein schwerer Schlag für die Familie. Sie verlor ihren Ernährer und fast alle Angehörigen gerieten in finanzielle Schwierigkeiten, mit Ausnahme von Carolina. Zu diesem Zeitpunkt war sie 22 Jahre alt. Sie setzte ihr Studium fort, begann zu arbeiten, baute ihre Beziehung weiter auf und träumte davon, eines Tages Kinder zu haben. Carolina war die einzige, die stark genug war, den Kampf um Gerechtigkeit für ihren Vater aufzunehmen. Deshalb reichte sie Klage gegen das Casino ein, das nach Ansicht der Familie die Verantwortung für seinen Tod trug. Man versuchte zwar, den Fall unter den Teppich zu kehren, doch Carolina forderte eine hohe Entschädigung für den erlittenen immateriellen Schaden. Es gelang ihr, einen guten Anwalt zu finden, doch der Kampf gegen ein millionenschweres Unternehmen war alles andere als einfach. Vor Gericht versuchte man, ihren Vater Jorge nicht als Opfer, sondern als Schuldigen darzustellen.
indem man ihm vorwarf, die Sicherheitskräfte angegriffen zu haben. Doch im Laufe des 2-jährigen Gerichtsverfahrens gelang es Carolina, den Verlauf der Ereignisse zu ihren Gunsten zu wenden. Wie hoch die Entschädigungssumme war, die Carolina Flores im Rahmen des Gerichtsverfahrens erhielt, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass sie den Prozess gewann. Im Jahr 2024 wurde der Fall zugunsten der jungen Frau abgeschlossen. Carolina wurde von ihrer gesamten Familie unterstützt, deren Mitglieder sogar an den Gerichtsverhandlungen teilnahmen. Zu den Menschen, die ihr beistanden, gehörte auch Erika Herrera. Sie war die Mutter von Carolinas Freund Alejandro Herrera. Das Paar stammte aus Ensenada. Alejandros Mutter Erika war in politischen Kreisen bekannt. Ursprünglich wollte sie dort Karriere machen und strebte ein hohes Amt an. Zu einer großen politischen Karriere kam es jedoch nie. Dennoch blieb sie wohlhabend und in bestimmten politischen Kreisen eine bekannte Persönlichkeit. Erika wurde als strenge, starke und zielstrebige Frau beschrieben, war zugleich aber eine liebevolle Mutter für ihren Sohn. Alejandro wurde in einer Ehe geboren, doch die Beziehung seiner Eltern hielt nicht lange. Als der Junge noch klein war, verließ sein Vater die Familie. Für Erika stellte das jedoch kein unüberwindbares Problem dar. Sie arbeitete stets viel, erhielt Unterstützung und zog ihren Sohn allein groß. Alejandro hatte viele Eigenschaften seiner Mutter geerbt. Er besaß ebenfalls einen starken Charakter, galt jedoch als deutlich umgänglicher. Für Erika war er immer der wichtigste Mensch in ihrem Leben, derjenige, dem sie vertraute und auf den sie sich verlassen konnte. Im Jahr 2026 war Erika 63 Jahre alt. Sie war weiterhin politisch aktiv, widmete sich inzwischen jedoch stärker ihrer Familie. Ihr Sohn hatte unterdessen große berufliche Erfolge erzielt und war als Unternehmer in Baja California recht bekannt geworden. Zu diesem Zeitpunkt waren Alejandro und Carolina bereits verheiratet und hatten ein gemeinsames Kind. Anfangs verlief das Familienleben harmonisch. Die Schwiegermutter verbrachte gerne Zeit mit allen Familienmitgliedern. Doch nach und nach verschlechterte sich das Verhältnis deutlich. Carolina beklagte sich immer häufiger bei ihren Angehörigen über Missverständnisse und ständige Konflikte, die ihrer Ansicht nach von Erika ausgingen. Diese schien an allem etwas auszusetzen zu haben. Ihr missfielen der Lebensstil ihrer Schwiegertochter, ihr Umgang mit Alejandro und später auch ihre Art, den Enkel zu erziehen. Mit der Zeit verschärfte sich die Situation immer weiter. Im Gespräch mit ihren Angehörigen äußerte Carolina zunehmend den Verdacht, Erika sei eifersüchtig auf ihren Sohn und wünsche sich die Trennung des Paares. Dabei war die Beziehung zwischen den Eheleuten ausgezeichnet. Keiner von ihnen dachte an eine Trennung. Im Gegenteil. Beide waren glücklich, eine Familie gegründet zu haben und ihr gemeinsames Kind großzuziehen. Carolina konnte sich die Ursache der Konflikte nicht erklären. Andere Mitglieder der Familie Flores bemerkten jedoch, dass sich die Situation im Jahr 2024 grundlegend verändert hatte. Zu Beginn der Beziehung mit Alejandro verlief alles harmonisch. Danach folgte der langwierige Gerichtsprozess um den Tod von Carolinas Vater. Die Probleme mit Erika begannen genau nach Carolinas Sieg vor Gericht. Von diesem Zeitpunkt an kam es immer wieder zu Streitigkeiten und Spannungen. Viele waren überzeugt, dass diese Konflikte hauptsächlich von Alejandros Mutter ausgingen, da Carolina als ruhige und umgängliche Frau galt, zumindest solange man sie nicht provozierte. Die junge Frau vermutete sogar, dass ihre Schwiegermutter eifersüchtig auf ihren Sohn oder ihren Enkel sei, weil sich die meisten Streitigkeiten um familiäre Beziehungen drehten. Ihre Angehörigen achteten jedoch auf den zeitlichen Zusammenhang. Ihrer Meinung nach hatte das alles eher mit Geld zu tun. Erika war mehrfach bei den Gerichtsverhandlungen anwesend gewesen und kannte sogar die Höhe der Entschädigung, die ihre Schwiegertochter erhalten hatte. Möglicherweise war sie neidisch geworden und wollte einen Teil dieses Geldes für sich. Carolina glaubte jedoch nicht daran. Ihre Schwiegermutter hatte nie finanzielle Probleme gehabt und Carolina wollte nicht glauben, dass familiäre Beziehungen wegen Geldes so leicht zerstört werden konnten. Enge Freunde der Familie berichteten später, dass sich das Verhältnis zwischen Carolina und Erika anfangs völlig anders entwickelt hatte. Die beiden hatten sich gegenseitig unterstützt. Carolina wollte sich sogar ein Tattoo mit den Initialen ihrer Schwiegermutter und von Alejandro stechen lassen. Der Gegensatz war offensichtlich.
Alle Versuche, die Ursache der Meinungsverschiedenheiten zu verstehen, führten schließlich zu derselben Schlussfolgerung. Die Konflikte begannen erst nach dem Erhalt der Entschädigung. Der nächste Wendepunkt in der Verschlechterung der Beziehungen nach 2024 war die Geburt des Kindes. In dieser Zeit fiel vielen auf, dass sich Erika immer weiter von den übrigen Familienmitgliedern entfernte. Genau deshalb führte Carolina das Verhalten ihrer Schwiegermutter auf Eifersucht zurück. Erika schien nicht nur ihren Sohn für sich beanspruchen zu wollen, sondern auch einen Keil zwischen ihre Schwiegertochter und ihren Enkel treiben zu wollen. Konflikte gehörten inzwischen zum Alltag. Deshalb beschlossen die jungen Eltern im Dezember 2025 in eine andere Stadt zu ziehen, tausende Kilometer entfernt. Nach ihrer Auffassung war dies notwendig, um möglichst viel Abstand zwischen sich und Erika zu bringen, die immer stärkeren Druck auf das Ehepaar ausübte. Selbst Alejandro, der seiner Mutter gegenüber lange großen Respekt gezeigt hatte, stellte sich bei ihren Auseinandersetzungen nun auf die Seite seiner Frau. Wiederholt bat er seine Mutter, endlich aufzuhören, mit Carolina zu streiten und die Familie auseinanderzubringen. Doch Erika ließ nicht davon ab. Nach dem Umzug ließen sich die jungen Eltern mit ihrem 8 Monate alten Kind im Stadtteil Polanco in Mexiko-Stadt nieder. Dieser galt als eines der prestigeträchtigsten Viertel der mexikanischen Hauptstadt und war für seine luxuriösen Hotels und Restaurants bekannt. Obwohl es Alejandro und Carolina gelungen war, sich weit von der herrischen und aufdringlichen Erika zu entfernen, dachte diese nicht daran aufzugeben. Am Samstag, dem 11. April 2026, verließ sie ohne Vorankündigung ihre Heimatstadt. Erika machte sich allein mit ihrem Auto auf den Weg nach Mexiko-Stadt. Vor ihr lagen tausende Kilometer. Offenbar hatte sie ihre Reise sorgfältig vorbereitet. Sie hatte mehrere Hotels entlang der Strecke im Voraus gebucht, den Kraftstoffverbrauch berechnet und ihre Route genau geplant. Dadurch gelang es ihr, wie vorgesehen, ihren Sohn und ihren Enkel zu erreichen. Am 15. April 2026 traf Erika bei dem Ehepaar ein. Ihr Erscheinen überraschte alle. Es war offensichtlich, dass sie nicht nur für einen kurzen Besuch gekommen war. Als erstes lud sie mehrere vollgepackte Koffer aus ihrem Auto. Die Schwiegermutter verhielt sich freundlich. Carolina hatte sich jedoch längst an diese gespielte Freundlichkeit gewöhnt, die sich jederzeit schlagartig in Vorwürfe und Streit verwandeln konnte. Schon bald wurde deutlich, dass Erika nicht vorhatte, in naher Zukunft wieder abzureisen. Auf die Fragen Carolinas und ihres Sohnes erklärte sie lediglich, sie sei gekommen, um das Verhältnis innerhalb der Familie wieder zu verbessern. Sie sagte, sie wolle sich nicht im Streit verabschieden. Das Ehepaar wollte sie nicht fortschicken. Immerhin hatte sie eine Reise von fast 3000 Kilometern hinter sich. Während ihr Gepäck ins Haus getragen wurde, berichtete Erika ausführlich von den Strapazen der Reise. Das Wichtigste erwähnte sie jedoch nicht. Zwischen gewöhnlicher Kleidung und Bettwäsche befand sich in ihrem Gepäck etwas, das weitaus gefährlicher war. Am 16. April 2026 verständigte Alejandro Herrera den Rettungsdienst und meldete, dass seine Ehefrau ums Leben gekommen sei. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, fanden sie die 27-jährige Carolina Flores mit zahlreichen Schussverletzungen vor. Alles deutete darauf hin, dass sie aus nächster Nähe erschossen worden war. Jede Hilfe kam zu spät, zumal die junge Frau bereits seit längerer Zeit tot in der Wohnung gelegen hatte. Mit jeder neuen Phase der Ermittlungen tauchten weitere Ungereimtheiten auf. Die Ermittler befragten den Ehemann des Opfers. Alejandros Schilderung erschien ihnen äußerst merkwürdig. Seinen eigenen Angaben zufolge hatte er sich fast einen ganzen Tag lang gemeinsam mit seinem Kind und der Leiche seiner Frau in der Wohnung aufgehalten, bevor er schließlich die Polizei verständigte. Dabei bestritt er jede Beteiligung an der Tat. Er erklärte, seine Mutter habe Carolina erschossen. Warum er jedoch so lange gewartet und die Polizei nicht sofort verständigt hatte, konnte er nicht erklären. Alejandro wurde zur Vernehmung festgenommen und unmittelbar danach begann die Fahndung nach Erika. Das Kind wurde den Angehörigen der Verstorbenen übergeben. Die mutmaßliche Täterin konnte bis an die Landesgrenze zurückverfolgt werden. Nur wenige Stunden nach dem Mord an ihrer Schwiegertochter hatte sie das Land bereits verlassen. Zunächst reiste Erika nach Panama, wo sie einen Zwischenstopp einlegte. Einige Stunden später setzte sie ihre Reise fort und flog weiter nach Venezuela.
Bereits am 16. April befand sich Erika in Caracas. Zufälligerweise wandte sich Alejandro genau zu diesem Zeitpunkt an die Polizei. Es wirkte beinahe so, als hätte er gewusst, wann seine Mutter weit genug entfernt und in Sicherheit sein würde. In Venezuela versuchte Erika Asyl zu erhalten. Es gelang ihr zunächst, unterzutauchen, wodurch die Spur, die zur Aufklärung von Carolinas Tod hätte führen können, vorerst abriss. Um die Frau aufzuspüren, mussten schließlich die Ressourcen von Interpol eingesetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Leiche von Carolina Flores bereits in die Gerichtsmedizin gebracht und obduziert worden. Der Gerichtsmediziner bestätigte, dass die junge Frau an zahlreichen Schussverletzungen gestorben war. Insgesamt wurden 12 Einschüsse festgestellt. Die meisten befanden sich im Oberkörper, insbesondere im Brustbereich. Mehrere Kugeln trafen außerdem den Kopf und töteten Carolina sofort. Alle Projektile hatten dasselbe Kaliber. Die anschließende ballistische Untersuchung bestätigte, dass sie aus derselben Schusswaffe abgefeuert worden waren. Die Durchsuchung des Hauses verlief jedoch ergebnislos. Offenbar hatte Erika die Tatwaffe entsorgt, nachdem sie untergetaucht war. Dennoch bestand weiterhin die Möglichkeit, dass Alejandro seiner leiblichen Mutter geholfen hatte. An Carolinas Leiche wurden keine Spuren eines Kampfes festgestellt. Auch im Haus befand sich alles an seinem Platz. Es gab keine beschädigten Möbel, keine Einbruchsspuren und keine gestohlenen Gegenstände. Alles deutete darauf hin, dass der Mord aus familiären Motiven begangen worden war. Das änderte jedoch nichts daran, dass Alejandro fast einen ganzen Tag Zeit gehabt hatte, mögliche Spuren am Tatort zu beseitigen. Die Ermittler hielten es daher für möglich, dass er in die Tat verwickelt gewesen sein könnte, insbesondere nachdem nachgewiesen worden war, dass er seiner Mutter nahezu 24 Stunden Zeit verschafft hatte, um sich der Justiz zu entziehen. Alejandro bestritt jede Beteiligung an der Straftat entschieden. Dennoch wurde auch gegen ihn weiter ermittelt. Das Verhalten des Witwers erschien den Ermittlern zunehmend merkwürdig. Bei einer Hausdurchsuchung fanden sie einen von Alejandro verfassten Zettel, der an seine Angehörigen gerichtet war. Darin bat er darum, seine Tochter unter keinen Umständen den Angehörigen seiner verstorbenen Ehefrau zu übergeben. Warum er diese Bitte äußerte, erklärte er jedoch nicht. Als die Familie Flores davon erfuhr, war sie fassungslos, da sie bis dahin stets ein gutes Verhältnis zu Alejandro gehabt hatte. Neben dieser Anweisung enthielt der Zettel detaillierte Hinweise zur Ernährung des 8 Monate alten Kindes, da das Mädchen Verdauungsprobleme hatte und nicht jede Nahrung vertrug. Am Tatort wurden außerdem nur wenige Spuren gesichert. Darunter befanden sich 12 Patronenhülsen einer Pistole. Nach der Rekonstruktion der Ereignisse geriet Carolina wenige Stunden nach der Ankunft ihrer Schwiegermutter mit ihr in Streit. Alejandro erklärte, der Streit sei wegen eines weiteren von Erika provozierten Vorwands entstanden. Er habe auf der Seite seiner Frau gestanden. Zum Zeitpunkt der Tat habe er sich jedoch im Nebenzimmer aufgehalten und seine Tochter gefüttert. Deshalb habe er den Angriff nicht mit eigenen Augen gesehen. Irgendwann brach der Streit plötzlich ab. Alejandro hörte nur noch Carolinas Worte. »Erika, was machst du da?« Unmittelbar danach fielen mehrere Schüsse. Bemerkenswert ist, dass auch die Nachbarn diese Schüsse hörten. Dennoch verständigte zunächst niemand die Polizei. Das wichtigste Beweismittel waren schließlich die Aufnahmen der Babykamera, die den Angriff zufällig aufzeichnete. Auf der Aufnahme ist zunächst ein verbaler Streit zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter zu hören. Nach einer kurzen Pause fallen die Schüsse. Die Aufnahme hielt sogar das mutmaßliche Motiv der Tat fest. Nachdem die ältere Frau Carolina erschossen hatte, ist Alejandros Stimme zu hören. Er geht auf seine Mutter zu und fleht sie an, ihm seine Familie nicht zu nehmen. Seinen Worten zufolge hatte er offenbar noch nicht begriffen, dass seine Frau bereits ihren Verletzungen erlegen war. Darauf antwortete Erika, dass in Wirklichkeit Carolina ihr die Familie genommen habe und sie lediglich für Gerechtigkeit gesorgt habe. In ihren Worten war keinerlei Reue zu erkennen. Alles deutete darauf hin, dass sie den Tod ihrer Schwiegertochter bewusst herbeigeführt hatte. Die Angehörigen der Verstorbenen waren überzeugt, dass es Erika in Wahrheit um das Geld ging, das Carolina nach dem Gerichtsverfahren gegen das Casino erhalten hatte. Sie glaubten außerdem nicht an Alejandros Darstellung der Ereignisse und forderten eine intensivere Untersuchung gegen ihn.
Ihrer Ansicht nach war er ein Komplize der Tat. Bemerkenswert ist außerdem, dass die mutmaßliche Täterin den Tatort nicht sofort verließ. Erika wartete noch mehrere Stunden auf ein Taxi und packte in aller Ruhe ihre Sachen, bevor sie abreiste. Während dieser ganzen Zeit befand sie sich gemeinsam mit der Leiche Carolinas, ihrer Enkelin und ihrem Sohn im Haus. Auf die Frage, warum Alejandro die Polizei nicht sofort verständigt und stattdessen fast 24 Stunden gewartet habe, antwortete er habe um seine eigene Sicherheit und die seines Kindes gefürchtet. Er sei davon ausgegangen, dass Erika zurückkehren und ihn als Zeugen töten könnte, falls er versuchen würde, sie aufzuhalten. Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Ermittler jedoch keine offensichtlichen Hinweise darauf, dass jemand versucht hatte, das Verbrechen zu vertuschen. Dennoch blieben die Verdachtsmomente gegen Alejandro erheblich, wenn auch ausschließlich indirekter Natur. Durch das fast 24-stündige Zuwarten hatte er seiner Mutter ausreichend Zeit verschafft, das Land zu verlassen und sich der Festnahme zu entziehen. Dies könnte zumindest auf Beihilfe zur Straftat hindeuten. Es gab außerdem weitere verdächtige Umstände. Allein die Tatsache, dass Alejandro einen Zettel hinterlassen hatte, in dem er darum bat, das Kind bei seiner Familie zu lassen, war für die Ermittler bemerkenswert. Nach ihrer Auffassung deutete dies darauf hin, dass er damit gerechnet hatte, selbst strafrechtlich verfolgt zu werden und deshalb bereits Vorkehrungen für diesen Fall getroffen hatte. Als dieser tragische Fall großes mediales Interesse erregte, waren viele Menschen davon überzeugt, dass Alejandro tatsächlich an der Tat beteiligt gewesen sei. Es gab jedoch auch zahlreiche Stimmen, die ihn verteidigten. Sie beschrieben Alejandro als liebevollen Ehemann und fürsorglichen Vater, der unter keinen Umständen seiner Frau etwas angetan hätte. Eine erste Auswertung von Mobiltelefonen und anderen Datenträgern ergab außerdem, dass es innerhalb der Ehe keine schwerwiegenden Konflikte gegeben hatte. Auch Carolinas Angehörige wussten nichts von ernsthaften Streitigkeiten zwischen den Eheleuten oder gar von Fällen häuslicher Gewalt. Bekannt waren ihnen lediglich die ständigen Auseinandersetzungen mit Erika. Allerdings meldeten sich auch Zeugen zu Wort, die interessante Beobachtungen schilderten. Mehrere Personen aus dem Umfeld der Verdächtigen und ihres Sohnes waren der Ansicht, dass Alejandro stark unter dem Einfluss seiner Mutter gestanden habe. Doch konnte ein liebevoller Ehemann und fürsorglicher Vater tatsächlich zum Komplizen eines derart schweren Verbrechens werden, nur weil seine Mutter es von ihm verlangte? Die Staatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt handelte unterdessen zügig. Der offizielle Antrag auf internationale Fahndung nach der Flüchtigen wurde am 16. April gestellt. Bereits einen Tag später, am 17. April, erließ das Gericht einen Haftbefehl gegen Erika. Dank der Zusammenarbeit mit Interpol, das eine Red Notice veröffentlichte, konnte ihre Fluchtroute durch mehrere Länder Lateinamerikas relativ schnell rekonstruiert werden. In Caracas verlor sich ihre Spur zunächst. Nach einiger Zeit gelang es den Ermittlern jedoch, die mutmaßliche Täterin in einer Mietwohnung aufzuspüren. Erika hatte die Unterkunft über eine digitale Plattform angemietet und dabei ihre persönlichen Daten hinterlassen. Diese Informationen reichten aus, um ihren Aufenthaltsort zu ermitteln. Nach ihrer Festnahme wurde sie wegen Femizids angeklagt. Am 29. April 2026, 13 Tage nach dem Mord an Carolina, schloss sich schließlich die Gefängnistür hinter der 63-jährigen Erika. Bei ihrer Festnahme leistete sie leichten Widerstand und versuchte, die Polizeibeamten davon zu überzeugen, dass sie sich außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs befänden und sie nichts mit den Ereignissen in Mexiko zu tun habe. Doch damit begannen die Schwierigkeiten erst. Nach der Festnahme folgte ein langwieriges bürokratisches und juristisches Verfahren, das durch die Komplexität der Auslieferung zusätzlich erschwert wurde. Ein solches Verfahren konnte Wochen oder sogar Monate dauern. Trotz aller Bemühungen, den Ablauf zu beschleunigen, blieb den Behörden nichts anderes übrig, als abzuwarten. Währenddessen sammelten die Ermittler aus Mexiko-Stadt weitere Informationen. Durch Gespräche mit Angehörigen und engen Bekannten des Ehepaares stellte sich heraus, dass sich das Verhältnis zwischen Carolina und Erika unmittelbar nach der Auszahlung der Entschädigung für den Tod von Carolinas Vater, Jorge Flores, deutlich verschlechtert hatte, einer Entschädigung, für die Carolina fast 2 Jahre lang gekämpft hatte. Für die Ermittler war dies ein weiterer indirekter Hinweis darauf, dass Erika ihre Schwiegertochter möglicherweise aus Geldgier getötet hatte.
Unklar blieb allerdings, wie hoch diese Entschädigung tatsächlich gewesen war. Aus unbekannten Gründen hatte Carolina selbst ihrer Familie nie erzählt, wie das Gerichtsverfahren ausgegangen war. Da das Geld während ihres Aufenthalts in einer anderen Stadt ausgezahlt worden war, erwies sich die Ermittlung dieser Informationen als schwierig. Auch der Datenschutz stellte ein Hindernis dar. Es gelang den Ermittlern nicht, Dokumente zu finden, die die genaue Höhe der Entschädigung belegten. Während ihrer Flucht vor der Justiz hielt sich Erika in einem wohlhabenden Viertel mit privatem Sicherheitsdienst versteckt. Allerdings war Erika schon immer wohlhabend gewesen. Allein dieser Umstand bewies daher noch nicht, dass sie sich das Geld ihres Opfers angeeignet hatte. Alejandro erklärte unterdessen, er wisse nichts über den Verbleib der Entschädigung. Erika weigerte sich weiterhin, die Verantwortung für den Mord an ihrer Schwiegertochter zu übernehmen. Sie beschrieb Carolina als eine sehr aggressive Frau, die ohne ersichtlichen Grund Streit angefangen habe. Die Konflikte erklärte Erika damit, dass sie ihrem Sohn lediglich dabei habe helfen wollen, ein besseres Leben für sich und sein Kind aufzubauen. Außerdem bestritt sie entschieden, wegen Geldes zur Waffe gegriffen zu haben. Die Tatwaffe wurde niemals gefunden. Erika beharrte darauf, dass ihr Besuch bei der Familie ihres Sohnes ausschließlich der Versöhnung gedient habe. Die Ermittler analysierten unterdessen weiterhin sorgfältig das Verhalten der Verdächtigen in den Tagen vor dem Mord, um das tatsächliche Motiv zu ermitteln. Ihr Verhalten erschien jedoch äußerst ungewöhnlich. Innerhalb von 4 Tagen legte Erika fast 3000 Kilometer bis nach Mexiko-Stadt zurück. Sie hatte mehrere Koffer dabei, von denen einer vermutlich die Tatwaffe enthielt. All das erinnerte kaum an den Besuch einer liebevollen Großmutter, die ihren Sohn und ihre Enkelin versöhnen wollte. Vielmehr wirkte es wie die Vorbereitung eines sorgfältig geplanten und kaltblütigen Mordes aus Geldgier, Rache oder dem Bedürfnis nach Kontrolle. Die Mobiltelefone und Computer des Opfers, der mutmaßlichen Täterin sowie eines möglichen Komplizen wurden daraufhin gründlich untersucht. Leider ist bis heute nicht bekannt, ob die Ermittler Beweise für die Planung der Tat oder für eine mögliche Mittäterschaft finden konnten. Während einer Pressekonferenz hielten sich die Polizeibeamten mit konkreten Vorwürfen zurück. Die Staatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt vertrat jedoch weiterhin die Auffassung, dass das wahrscheinlichste Tatmotiv das Geld gewesen sei, das Carolina nach dem Gerichtsverfahren gegen das Casino als Entschädigung erhalten hatte. Die Angehörigen des Opfers arbeiteten eng mit den Ermittlern zusammen und unterstützten diese Annahme. Nach ihrer Auffassung war das zeitliche Zusammentreffen zwischen der Auszahlung der Entschädigung und der plötzlichen Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Carolina und Erika kein Zufall. Die Streitigkeiten über die Kindererziehung oder Erikas schwindenden Einfluss auf ihren Sohn seien lediglich Vorwände gewesen, um das eigentliche Motiv zu verschleiern. Bis 2024 hatten beide Frauen wie eine Familie zusammengelebt. Es hatte keinerlei Anzeichen schwerwiegender Konflikte gegeben. Carolina verehrte ihre Schwiegermutter und ahnte nicht, dass sie es möglicherweise mit einer gierigen, skrupellosen und grausamen Frau zu tun hatte. Möglicherweise unterstützte Erika Carolina anfangs nur, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Ebenso ist nicht auszuschließen, dass sie Carolina sogar half, die Entschädigung zu erhalten, in der Hoffnung, sich dieses Geld später selbst anzueignen. Aus Sorge, dass Carolina möglicherweise niemals Gerechtigkeit für ihren Vater erhalten würde, organisierte ihre Familie Proteste in Ensenada. Hunderte Menschen, ganz in Weiß gekleidet, gingen auf die Straßen der Stadt und forderten Gerechtigkeit für die ermordete junge Frau. Bis heute besteht weiterhin Anlass zur Sorge, da sich das Auslieferungsverfahren gegen Erika nach wie vor hinzieht. Die Familie des Opfers befürchtet, dass Erikas politische und gesellschaftliche Verbindungen in Mexiko Einfluss auf die Entscheidung der Gerichte nehmen könnten. Wie sich der Fall letztlich entwickeln wird, ist bislang ungewiss. Internationale Strafverfahren dieser Art sind häufig äußerst unvorhersehbar. Die mutmaßliche Täterin bestreitet ihre Schuld bis heute. Auch Carolinas Ehemann weist weiterhin jede Beteiligung an der Tat zurück. Gegen beide laufen weiterhin Ermittlungen. Der Hashtag, mit dem auf diese Tragödie aufmerksam gemacht wurde, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken. Er wurde nicht nur von Carolinas Angehörigen genutzt, sondern auch von zahlreichen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen wollten. Der Fall zeigte, dass solche Verbrechen sogar innerhalb einer Familie geschehen können.
zwischen Menschen, die sich eigentlich am nächsten stehen sollten und nach außen keineswegs wie typische Täter wirken. Die Gouverneurin von Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sprach der Familie von Carolina offiziell ihr Beileid aus und sagte ihre Unterstützung zu. Außerdem erklärte sie, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen der Polizei von Mexiko-Stadt umfassend unterstützen werde. Dennoch bleibt der Ausgang dieses Falls weiterhin offen. Als die Scheinwerfer der Laufstege schließlich dem kalten Blaulicht der Polizeifahrzeuge wichen, versank Carolina Flores Welt endgültig in Dunkelheit. An dem Ort, an dem sie starb, blieben nur verwelkte Blumen und eine bedrückende Leere zurück, eine Leere, die weder durch Trauer noch durch Schlagzeilen gefüllt werden kann. Das Erschütterndste an dieser Geschichte sind nicht die Schüsse selbst, sondern die eiskalte Ruhe, mit der ein nahestehender Mensch diese Grenze überschritten hat. Erika verschwand in den Schatten der mexikanischen Straßen und hinterließ nichts als das zerstörte Leben ihres Sohnes und ihrer Enkelin, die das Wiegenlied ihrer Mutter niemals wieder hören wird. Carolina suchte in dieser Familie Liebe und Geborgenheit. Stattdessen geriet sie in eine Falle aus Eifersucht und krankhafter Besessenheit. Und während die Bilder der ehemaligen Miss Baja California langsam in den Polizeiakten verblassen, bleibt bis heute eine einzige Frage unbeantwortet. Wie erkennt man einen Mörder in einem Menschen, den man als Teil der eigenen Familie betrachtet? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.